Was ist Musiktheorie und was bedeutet sie? Was macht die Musiktheorie im Vergleich zu anderen Theorien so ganz besonders? Wir können ja Theorien erarbeiten und besprechen, um dadurch ein besseres Verständnis der Situation zu erlangen. Wir verwenden unser Fachwissen und die Erfahrung, um auf logische Weise zu den bestmöglichsten Ergebnissen zu gelangen. Hi, ich bin Helmut, auch Meister Eder genannt, von der Online-Musikschule. Und in dem heutigen Video möchte ich dir etwas über die Musiktheorie erzählen. Ich möchte ein bisschen darüber sprechen und ein bisschen aufräumen mit einem Klischee, so was ich immer wieder höre. Aber lass uns damit jetzt anfangen. Mal theoretisch, mal praktisch. Meistens ist ja das eine Mischung aus beidem. Ein gutes Beispiel ist der Führerschein. Mit ihm kann man ein Fahrzeug steuern, damit man mehr Freiheiten hat als ohne. Aber um den Führerschein zu bekommen, musst du eine theoretische als auch eine praktische Fahrprüfung bestehen. Na, kurz gesagt, in der Theorie zeigt man, dass man verstanden hat, um was es geht, welche Regeln gelten. Und in der praktischen, da zeigst du dann, dass du alles umsetzen kannst. Aber das Ganze ist ein bisschen Missverständnis, denn die Menschen glauben, dass die Theorie ja immer nur in schriftlicher Form stattfindet. Und das ist aber nicht immer nur theoretisch. In der Musik ist das anders. Zunächst einmal wird in der Theorie nicht nur auf Papier geschrieben, sondern viel Praxis. Oft werde ich gefragt, ist das überhaupt wichtig? Naja, natürlich, Musiktheorie als auch Noten sind wichtig und gehören zu einem Teil in der Musiktheorie beim Keyboard wie auch Orgelspielen dazu. Wenn man nach Gehör spielen kann, also eine Melodie nachspielen von YouTube, einer Platte, einer Band, das kann man ja noch einigermaßen gut umsetzen. Akkorde sind aber ein ganz wichtiger Punkt in der Musiktheorie und in der gesamten Musik, denn Akkorde in dem Gesamtkonzept lassen erst die gesamte Komposition zusammen spielen. Und ganz ehrlich, Akkorde oder Harmonien, die kannst du aus dem Song nicht raushören, vielleicht 2, 3 Grundakkorde, aber die richtigen oder tiefergehenden Akkorde eines Musikstücks, vor allem die Akkorde, die du vielleicht spielen möchtest, das geht nicht nach Gehör. Also wenn ich über Keyboard spreche oder einen Kurs dazu anbiete oder in meinen Lektionen, dann gehe ich natürlich immer auf musiktheoretische Grundlagen auch ein bisschen ein, denn es ist wichtig, dass die Schüler nicht nur Spieltechniken, sondern auch das theoretische Grundwissen ein bisschen erlernen, also Musik verstehen. Sagen wir, wir spielen eine Terz, dann erkläre ich, dass die Terz 3 Töne sind oder eine Quint 5. Also es kommen immer wieder solche theoretischen Ausdrücke vor. Intervalle sind auch ein wichtiger Bestandteil in der Musiktheorie. Kurz gesagt, die Wissenschaft hinter dem, was man auf den Tasten umsetzt, ist halt sehr umfangreich. Ja? Und die musikalischen Aspekte ganz wichtig. Oft fragen mich die Leute, was machst du da jetzt genau? Warum mache ich das jetzt so und warum müssen wir es denn das auf diese Weise machen? Ja, warum klingt es denn so und nicht so? Wenn man mich nach meiner Meinung zur Musiktheorie fragt, dann antworte ich natürlich immer auch emotional, denn das Thema gefällt mir persönlich gut. Und wenn man es mal verstanden hat, wie das für unsere E-Orgeln und Keyboards funktioniert, dann wird auch bei dir der Aha-Effekt kommen. Also hätte mir jetzt damals als Kind jemand gesagt, du beschäftige dich mit der Theorie und fang damit an und da hätte ich gesagt, um Gottes Willen, ich will ja spielen und nicht pauken. Also viele Leute machen zuerst alles theoretisch, wälzen Bücher, lesen Kompendien. Das ist der falsche Weg, glaube ich. Also es ist so, man sollte die Praxis machen und gleichzeitig vielleicht parallel dazu, wenn man es einmal verstanden und verinnerlicht hat, die Theorie mit dazu, dann kann man es gut vertiefen. Denn in der Musiktheorie ermöglicht es dir dann so richtig zu spielen. Oft hört man mich ja sagen, hey, was ist der Grund, warum du das so spielst, aber in den Noten steht es ja ganz anders und dann erkläre ich es. Schau, was in den Noten niedergeschrieben wird, ist nicht Gesetz. Ja? Viele glauben, das muss so befolgt werden, viele veraltete Meinungen. Ja, okay, bei den Philharmonikern oder in der Band musst du nach Punkt und Beistrich nach Noten spielen. Aber wir, du und ich, spielen Keyboard oder E-Orgel und du bist das Orchester, du bist der Dirigent und der Arranger. Wir müssen noch viel mehr können. Noten, Akkorde, Instrumentenkunde, also wissen, wie du Flöte, Trompete, Gitarre spielst. Wir müssen alle Musiker imitieren und arrangieren können und alles unter einem Hut kriegen, dass es am Ende gut klingt. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Kommen wir zurück zu den Noten, zur Theorie. Es wird dabei nämlich eines vergessen.
Die Musiktheorie wurde ja von Musikern für Musiker entwickelt. Also Musiker, die Musik machen, haben diese Plattform, also Noten geschaffen, ein Ort, um einfach etwas niederzuschreiben. Sie konnten etwas im logischen Kontext zusammenstellen und so weitergeben, dass es jeder versteht. Noten helfen, eigene Ideen anderen besser zu vermitteln. Je weiter man was weitergeben kann, je besser schreibt man es auf in Notation. Jede Note, jeden Zusammenhang einfach als Gesamtes sehen. Aber es begann mit dem Gehör. So wie der Komponist es gehört hat, hat er es dann jahrelang herausgefunden, wie man es schön formulieren kann, also in der Theorie. Ich wollte fast sagen, dieser theoretische Quatsch ist doch nur Unfug. Nein, es ist kein Quatsch, es ist kein Unfug, es ist wirklich spannend, sich ein bisschen in die Musiktheorie zu vertiefen. Es gibt so viele Details zu erkunden. Deshalb achte ich bei meinen ganzen Kursen und Lernvideos auch drauf, ein bisschen eine positive Auswirkung zu haben. Also ich bemühe mich, die Erfahrungen in meinen Coachings und dem Lernen mit einzubringen, speziell beim Keyboard und bei der E-Orgel richtig rüberzubringen. Ne? Und ich habe was Neues ausprobiert, die Funktionstheorie, die bezeichne ich einmal so. Wie du schnell einfach Akkorde und Intervalle berechnen kannst. Ja? Und wie du dann für jedes Musikstück so den richtigen Akkord zum gesamten Ganzen formen kannst. Und das funktioniert mit meiner geheimen 2-Schritte-Akkordformel. Das sind die theoretischen Zusammenhänge in der Praxis zusammengefasst und dann kannst du auch noch Gehör spielen und so auch Songs selber einlernen. Mir sind ja auch persönlich am liebsten diese Fake-Sheet-Noten, also eine Zeile Noten, darüber die Akkorde und dann kannst du ganz schnell dir die Stücke grundlegend einlernen, ohne wochenlang Kopfzerbrechen zu haben, wie der Song geht. Und dann hast du auch den Zusammenhang und es wird der Aha-Effekt kommen, wenn Melodie und Akkorde funktionieren. Meine Teilnehmer sagen, ja, warum hat mir das schon niemand früher gesagt? Also greif jetzt zu für meinen geheimen Akkordformelkurs. Du kannst jeden Akkord in jeder Tonart am Keyboard, an der E-Orgel errechnen mit 2 kleinen Schritten, 2 geheime Schritte. Ich meine, so geheim sind sie nicht, wenn man sie kennt, aber wenn sie einmal ins Blut übergegangen sind, dann wirst du richtig Freude über die neuen Fähigkeiten haben. Also klick daher jetzt unterhalb oder auf der Seite, je nachdem, wo du es siehst, den geheimen Akkordformelkurs und wir sehen uns dann vielleicht im Kurs. Dein Helmut Eder. Tschüss.